Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute in München in einem Geheimstudio und ich habe heute für euch das Facelift des brandneuen BMW 8er Cabrios mit dabei. Falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden darüber sprechen, was ist neu im Facelift, wir werden über die Motoren sprechen, über den Innenraum, über den Kofferraum und vor allem eben explizit hier über das Cabrio. Bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Jetzt sprechen wir aber über das 8er Cabrio und das gibt es nicht nur als Cabrio, sondern auch als Coupé und als Gran Coupé. Das Coupé hat euch Jan vorgestellt, das Gran Coupé habe ich euch vorgestellt und jetzt geht es noch ums Cabrio. Ich persönlich würde wahrscheinlich sogar das Cabrio nehmen, ich bin Cabrio-Kind, ich finde das wunderschön und jetzt sprechen wir darüber, was hat sich verändert im Facelift. Und genau, im Facelift hat sich das Gesicht verändert, denn wir haben jetzt hier neuerdings eine beleuchtete Niere, das ist die größte Änderung, beziehungsweise die Änderung, die sofort auffällt. Ihr seht es jetzt hier nochmal, fällt vor allem eben nachts auf und wir haben jetzt hier unten auch noch einen neuen Stoßfänger. Heißt, wir haben jetzt hier waagrechte Elemente und auch die Lüftungsöffnungen hier an der Seite sind anders geworden. Sonst hat sich an der Front gar nicht so viel verändert, kleine Änderungen noch in der Niere, die jetzt natürlich auch ein bisschen anders geformt ist. Wir haben jetzt nicht mehr die Lamellen, die sich öffnen und schließen, die sind weggefallen, sondern wir haben jetzt hier eben eine komplette Öffnung. Ihr seht es jetzt auch, ich kann hier meine Hand ganz einfach durchstecken. Immer mit dabei im Sportpaket jetzt hier auch, wir haben jetzt hier drumherum eine, ja ich nenne es jetzt mal chromfarbene bzw. ja, dunkle chromfarbene Umrandung die Niere. Es gibt auch noch die Shadowline bzw. die Extended Shadowline, da hättet ihr dann das hier vorne in schwarz und vor allem auch die Leuchten noch mal ein bisschen mehr abgedunkelt bei der Shadowline. Serienmäßig gibt es hier jetzt immer das adaptive LED-Licht, optional das BMW Laserlicht, das haben wir jetzt hier mit dabei, erkennt man ganz einfach an dem BMW Laserlicht hier an der Seite und aber eben auch an den blauen Elementen im Auge, sage ich jetzt mal. Was bedeutet Laserlicht? Das ist sehr gut für eure Sicherheit, denn es leuchtet beispielsweise den Gegenverkehr ab, aber auch Schilder an, heißt ihr fahrt permanent mit Fernlicht und habt quasi 600 Meter Reichweite davon. Wenn wir jetzt in die Seite gehen, sprechen wir über die Maße und das Cabrio ist jetzt 4,82 Meter lang, 1,90 Meter breit und 1,34 Meter hoch. Gran Coupé ist im Vergleich dazu 23 cm länger. Der Radstand ist beim Gran Coupé auch nochmal 20 cm länger. Und was haben wir jetzt hier alles für Technik? Ihr bekommt den einmal mit Heckantrieb bei dem kleinsten Benziner oder auch mit Allradantrieb, also X-Drive, die Variante haben wir jetzt hier. Und ihr bekommt vor allem serienmäßig das M-Fahrwerk, optional das M-Sportfahrwerk. Wir haben jetzt hier in dem Fall optional auch noch ein Differential hinten an der Hinterachse und es gibt auch noch eine elektromechanische Wankstabilisierung. 18 bis 20 Zoll in der Wahl. Hier haben wir jetzt die großen 20 Zoll Felgen. Im Facelift gibt es jetzt zwei neue Designs. Hier haben wir jetzt ein schönes Bicolor, in der Mitte dann auch noch das BMW-Logo, M hier auch nochmal und einen blauen Bremssattel. Finde ich sehr schön stimmig hier zu der silbernen Farbe. Übrigens gibt es 10 bis 12 Lackvarianten, je nachdem, welche Motorisierung ihr wählt. Ja, Cabrio bedeutet, dass wir jetzt natürlich ein offenes Dach haben. Wir haben jetzt hier vorne einerseits die Möglichkeit, dass Luft reingeht, am Reifen vorbeigeht und hier auch wieder raus. Heißt, Aerodynamik spielt natürlich auch eine große Rolle. M-Badge hier an der Seite auch nochmal. Sehr große Spiegelkappe und, was mir sehr gut gefällt, wir haben jetzt hier eine Reling in einem Klavierlack und in keinem Chrom. Ich mag dieses Chrom bei Cabrios eigentlich nicht so gern. Auch einen sehr breiten Seitenschweller hier nochmal und auch der Türöffner ist relativ breit. Wenn wir uns jetzt das Heck anschauen, geht es einerseits darum, dass wir jetzt hier eine sehr große Leuchte haben, die um die Ecke geht. Am Heck hat sich optisch nichts verändert im Vergleich zum Vor-Facelift, ist aber auch sehr schön und kann auch so bleiben. M850i steht hier nochmal, das ist jetzt die Motorisierung, die wir jetzt haben. Chrom umrandete
Endrohre jetzt hier auf beiden Seiten. Es gibt optional übrigens auch noch das Carbon-Paket, könnt ihr optional für ungefähr 4.000 € dazu konfigurieren. Und ihr habt einen 68 Liter fassenden Tank. Jetzt würde ich sagen, sprechen wir mal über den Kofferraum. Da habe ich was Kleines versteckt, geht natürlich elektrisch auf. Und zwar habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, auch noch einen Windschott reinzumachen. Ich hole euch das mal raus. Vorne piepst es auch schon. Ich mache das jetzt hier auf. Da ist es, kann man ganz einfach aufklappen und dann dementsprechend auch reinmachen. Ich mache euch da ein Schnittbild drüber, wie das dann aussieht. Hier ist es auf jeden Fall meine Hand, kann es aber auch ganz easy wieder zusammenklappen. Und jetzt schauen wir mal gemeinsam hier in den Kofferraum. Ungefähr 250 bis 350 Liter Fassungsvermögen. Es ist jetzt nicht super viel, aber für ein Cabrio schon ganz ordentlich. Da kenne ich andere Cabrios. Ich habe ja selbst einen Mini. Wenn man den als Mini-Cabrio nimmt, ist da eigentlich fast kein Platz mehr drin. Jetzt mache ich das hier hinten einfach wieder rein. Natürlich elektrische Heckklappe. Als nächstes schauen wir uns noch ganz kurz die Rückbank an. Ich bin 1,64 Meter groß und steige da jetzt auch kurz noch rein, dass ihr das mal seht, wie die Platzverhältnisse sind. Dann würde ich sagen, kommt ihr mal mit. Eine coole Sache auf jeden Fall. Schaut mal, die Stühle fahren jetzt ganz automatisch nach vorne. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier ordentlich mit meinem Röckchen hinsetze. Und ihr könnt jetzt hier natürlich von oben sehr gut reinschauen. Wir haben jetzt hier okay Platz. Ihr seht es jetzt schon, hier wird jetzt keiner mehr sitzen. Man muss nach vorne dann schon ein bisschen nach vorne rutschen, beziehungsweise eben den Stuhl fahren, dass man hier hinten noch Platz hat. Sonst haben wir hier eine Kombination aus einem Blau und einem Beige. Finde ich sehr schick, ist mal was anderes. Und wir haben hier vor allem auch vorne zumindest nochmal die Nackenheizung. Das ist natürlich wichtig, wenn man Cabrio fährt. Sonst fühle ich mich aber hier ganz schön wohl. Kann mir schon vorstellen, dass Jan da vorne fährt und ich hinten und einfach so wink. So, als nächstes komme ich raus. Wir machen gemeinsam noch die Motorhaube auf und dann erzähle ich euch noch, was ihr für Motoren bekommt. Ja, und hier vorne angekommen geht es natürlich darum, was hat sich jetzt im Facelift an den Motoren verändert. Und nichts. Es sind genau die gleichen Motoren wie beim Vor-Facelift. Wir haben jetzt hier auch keine Mildhybridisierung, wir haben kein 48 Volt Bordnetz und es wird auch kein Plug-in-Hybrid geben. In manchen anderen Texten im Internet steht das anders. Und was gibt es jetzt für Motoren? Es gibt einmal einen kleinen Benziner, den 840i oder den 840D als Diesel. Das sind rein 6-Zylinder mit jeweils 3 Liter, 333 PS bzw. eben 340 PS. Hier haben wir aber den M850i, der hat 530 PS. Und einen V8-Motor, Biturbo, wie ihr gerade seht. Und es gibt natürlich auch noch ein M-Competition-Modell mit 625 PS. Jetzt mache ich hier vorne aber wieder zu. Hat geklappt. Als nächstes würde ich euch gerne noch den Innenraum zeigen. Anschließend gibt es noch die Preise und dann noch ein kleines Fazit. Und ich würde sagen, ihr kommt einfach mal mit. Weiter geht es jetzt hier mit dem Innenraum und als allererstes möchte ich euch natürlich zeigen, wie das Dach auf und zu geht und dafür muss ich die Bremse drücken und habe hier einen Knopf und wir fahren das jetzt mal gemeinsam hoch und ich möchte euch hier natürlich zeigen, wie schnell das auch geht. Da hinten ja, breitet es sich aus. Wir haben hier ein Softtop-Dach, also kein Hardtop-Dach und wir haben vor allem ja so eine graue Farbe, die ich ganz schick finde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr findet, ob es passt oder nicht. Hinten haben wir natürlich dann auch noch eine Scheibe, um gut rauszuschauen. Und jetzt ist es hochgefahren und jetzt könntet ihr rein theoretisch losfahren. Und was wir jetzt auch machen, ist natürlich wieder auf, einfach für den Look und weil wir hier dann auch ein bisschen mehr Licht im Innenraum haben. Das Studio ist relativ dunkel. Ihr seht da hinten jetzt auch wieder, wie alles super schick zurückfährt. Windschott habe ich euch ja auch schon gezeigt, heißt, könnt ihr hinten auch noch reinmachen, dann habt ihr hier auch keine Probleme mit zu krassen Windverwirbelungen. Was wir auch haben, ist optional das Paket, dass man hier hinten im Nacken eben eine Heizung hat, was jeder Cabrio-Fahrer unbedingt braucht. Man kann jetzt hier sich die Mittelarmkonsole heizen lassen und auch das Lenkrad haben wir jetzt hier optional mit dabei. Ist jeden Cent wert, würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn ich jetzt heute nicht wirklich fahren durfte, aber ich weiß, wie das ist, wenn man Cabrio im Herbst, Winter oder auch ja, Frühling, wenn es etwas kälter ist, fährt. Jetzt schauen wir uns mal aber gemeinsam an, was es für Änderungen jetzt beim LCI gibt, also beim Facelift und vor allem sind es jetzt die galvanisierten Knöpfe, die wir in der Tür haben. Schaut es euch mal an, das ist jetzt kein Plastik, sondern es ist ein sehr hochwertiges Material. Bowers & Wilkins Anlage haben wir jetzt hier sehr schöne Ambientebeleuchtung, auch wieder diese Mischung aus so einem Beige und so einem Blau. Übrigens, was ist eigentlich hier Wettbewerber? Es wäre beispielsweise der Mercedes SL oder auch ein Bentley Continental. Falls euch was anderes einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht auch noch so ein Rolls-Royce Dawn, ich weiß nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare. Dann schauen wir uns jetzt hier noch die Sitze an. Die sind jetzt hier auch perforiert, ein bisschen mehr kontuiert im Facelift.
Die haben dickere Seitenbacken. Ihr könnt jetzt auch dieses Element da vorne noch rausschieben. Sehr hochflorige Teppiche da unten, heißt, hier kann man auch schön barfuß sitzen, ist so ein bisschen wie im Wohnzimmer und sehr große, schöne Einstiegsleistung. Mittelkonsole trennt ganz gut vom Beifahrer. Wir haben jetzt hier eine 8-Gang-Automatik von ZF, hier auch so einen schönen Kristallschalthebel, iDrive-Schalter, auf den ich nicht verzichten könnte. Ich finde den wirklich sehr gut. Schade, dass BMW langsam den bei anderen Modellen wie beim 2er Active Tourer beispielsweise wegreduziert. Hier haben wir jetzt auch noch ein großes Fach, um was zu verstauen und auch das Handy zu laden. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass Jan mal reinkommt und ich zeige euch jetzt das Lenkrad. Für mich sind nämlich die Lenkräder im BMWs immer ein Highlight, denn die sind sehr dick, die sind sehr fleischig, die liegen gut in der Hand. Hier habt ihr auch noch die Möglichkeit, mit Schallpeddeln mitzuwippen. Hier drüben alles für die Sprachsteuerung, hier alles für die Assistenzsysteme. M steht hier unten und neu im Facelift ist jetzt, dass wir diese Stitchings hier haben. Heißt, wir haben jetzt eben die M-Farben nochmal im Lenkrad mit dabei. Lenkradheizung, habe ich euch ja schon gesagt, braucht ein Cabrio-Fahrer auf jeden Fall. Wir haben jetzt da vorne ein Cockpit. Das ist gleich jetzt im Vergleich zum Vorgänger und ihr habt jetzt hier einen Knopf, mit dem könnt ihr euch noch ein paar kleine Änderungen vorne anzeigen lassen, wie ein Gehkraftmesser oder auch das Radio. Sonst hat sich nicht viel geändert hier vorne. Was sich aber verändert hat, ist das Infotainment und das ist größer geworden. Wir sind jetzt nämlich nicht mehr bei 10,25 Zoll, sondern bei 12,3 Zoll. Ich muss jetzt den Motor leider anmachen, weil die Batterie hier nach einer längeren Zeit dann irgendwann auch mal leer geht. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Funktioniert per Touch, ist natürlich jetzt auch ein bisschen größer. Meldung schließen. Und die wichtigsten Sachen sind einerseits die Navigation. Wenn ihr jetzt hier auf Suche geht, kann ich jetzt ganz einfach mit dem iDrive-Schalter schreiben ST. Plus, okay. Kann hier aber auf jeden Fall schreiben, was es sehr komfortabel ist beim Fahren. Kann darüber übrigens auch steuern, heißt, ich muss hier nicht per Touch navigieren bzw. steuern, sondern kann hier einfach auf COM gehen, kann auf Media gehen und habe eben oben die wichtigsten Sachen dann direkt angezeigt. Navi habe ich euch gleich gerade schon gezeigt und was auch cool ist, habt ihr hier noch so einen Knopf für die Assistenzsysteme. Hier könnt ihr die dann eben einstellen bzw. konfigurieren. Eine Frontkollisionswarnung, Seitenkollisionswarnung, Spurverlassenswarnung, Spurwechselwarnung, Vorfahrtswarnung und alles für teilautonomes Fahren Level 2, Spurhalteassistent und vor allem alles, was euch die Fahrt auf der Autobahn sehr komfortabel macht. Hier dann auch nochmal Lüftungsdüsen, die man eben in die Richtung einstellen kann. Hier unten dann die Einstellung der Lüftungsdüse und das hier finde ich sehr cool. Hier habt ihr nämlich 8 verschiedene Knöpfe, die ihr euch selbst konfigurieren könnt. Ihr seht jetzt alles nicht belegt. Habt hier auch noch einen echten Drehregler für die Musik. Auch haben wir noch ein Head-Up-Display, schaut das gerne mal mit mir an. Da habe ich dann die Informationen darüber, wie schnell ich fahren darf und wie schnell ich jetzt gerade fahre. Ist immer sehr gut, wenn man das im Blickfeld hat. Sonst ist hier alles elektrisch einstellbar, auch die Sitze hier in dem Fall. Aber was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam rausgehen und dann zaubere ich euch noch ein kurzes Fazit. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und wenn wir ehrlich sind, so viel hat sich jetzt nicht geändert im Facelift, aber der 8er war ja schon immer ganz schick, deswegen muss man auch gar nicht so viel ändern. Wir haben jetzt keine Monsterniere und die Sache ist ja immer, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich hoffe, ihr habt dieses Video geschaut, weil ihr ihn liebt und ich mag auf jeden Fall sehr gerne die beleuchtete Niere da vorne und ich mag auch, dass wir ein größeres Display haben. Das heißt, wir haben kleine, aber sehr feine Änderungen. Und wenn wir jetzt hier vorne stehen, habe ich noch keine aktuellen Preise, kann euch aber grob die Richtung sagen, die es gehen wird. Und zwar beginnt der kleinste Benziner bei ungefähr 105.000 € und der M8 als Cabrio liegt dann bei 178.000 €, was echt eine Stange Geld ist. Falls euch das zu teuer sein sollte, dann könnt ihr gerne bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Abonniert gerne den Kanal und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, Freunde!